Guten Tag an alle unsere Zuhörer. Ich bin Peter. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema für euch. Adele, ich habe gestern etwas Lustiges erlebt. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Peter, erzähl uns, was ist passiert? Ich war im Supermarkt. Eine deutsche Frau hat mit mir gesprochen. Sie hat gefragt, wo die Tomaten sind. Ich habe alles verstanden, wirklich alles. Aber ich konnte nicht antworten. Oh nein, das kenne ich so gut. Das passiert vielen Deutschlernern. Du verstehst die Sprache, aber dein Mund will nicht funktionieren, oder? Genau, mein Kopf hat gesagt, sag etwas, Peter. Aber mein Mund war wie eingefroren. Ich habe nur mit dem Finger auf die Tomaten gezeigt. Das ist so typisch. Liebe Zuhörer, kennt ihr dieses Gefühl auch? Schreibt uns in die Kommentare. Habt ihr auch schon so eine Situation erlebt? Die Frau war sehr nett. Sie hat gelächelt und Danke gesagt. Aber ich war so frustriert. Ich lerne seit Monaten Deutsch. Peter, das ist völlig normal. Verstehen ist einfacher als sprechen. Dein Gehirn braucht mehr Zeit für das Sprechen. Es ist wie ein Muskel. Ein Muskel? Interessant. Kannst du das erklären? Ja, natürlich. Wenn du Deutsch hörst, arbeitet nur ein Teil von deinem Gehirn. Du musst nur zuhören und verstehen. Das ist passiv. Und wenn ich spreche? Wenn du sprichst, muss dein Gehirn viel mehr machen. Es muss die richtigen Wörter finden, die Grammatik prüfen, die Aussprache kontrollieren. Das ist aktiv und schwieriger. Ah, jetzt verstehe ich. Deshalb fühle ich mich so blockiert. Mein Gehirn hat zu viel Arbeit auf einmal. Genau richtig. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst das trainieren. Wirklich? Wie denn? Ich möchte so gerne fließend sprechen. Es gibt viele Methoden. Die erste ist sehr einfach. Sprich mit dir selbst. Mit mir selbst? Das klingt komisch. Soll ich alleine in meinem Zimmer reden? Ja, genau. Das ist nicht komisch, das ist schlau. Wenn du alleine bist, gibt es keinen Druck. Du kannst Fehler machen und niemand hört es. Das macht Sinn. Was soll ich denn sagen, wenn ich alleine bin? Beschreibe deinen Tag. Zum Beispiel, ich stehe auf. Ich gehe ins Badezimmer. Ich putze meine Zähne. Ganz einfache Sätze. Das ist eine gute Idee. So einfach und ich kann jeden Tag üben. Richtig. Und hier ist ein Tipp für unsere Zuhörer. Fangt langsam an. Sagt erst ganz kurze Sätze. Dann könnt ihr längere Sätze machen. Was ist die zweite Methode? Ich will mehr lernen. Die zweite Methode ist, denke auf Deutsch. Nicht auf Englisch oder deiner Muttersprache, sondern direkt auf Deutsch. Aber das ist so schwer. Mein Kopf denkt automatisch auf Englisch. Am Anfang, ja. Aber du kannst klein anfangen. Wenn du einen Apfel siehst, denke, das ist ein Apfel. Nicht zuerst auf Englisch, dann übersetzen. Ah, ich soll nicht mehr übersetzen im Kopf? Genau. Übersetzen macht alles langsamer. Du willst direkt auf Deutsch denken. Das ist der Schlüssel zum flüssigen Sprechen. Das ist ein super Tipp. Liebe Zuhörer, versucht ihr das auch? Denkt ihr schon auf Deutsch? Schreibt es in die Kommentare. Sehr gut, Peter. Und jetzt kommt die dritte Methode. Sprich mit anderen Menschen. Aber davor habe ich Angst. Ich mache so viele Fehler. Fehler sind gut. Fehler bedeuten, dass du lernst. Ohne Fehler gibt es kein Lernen. Aber die Leute lachen vielleicht über mich. Die meisten Deutschen sind sehr nett. Sie freuen sich, wenn du ihre Sprache lernst. Sie helfen dir gerne. Wirklich? Das beruhigt mich ein bisschen. Ja, und weißt du was? Viele Deutsche sprechen auch nicht perfekt Deutsch. Es gibt viele Dialekte und Akzente. Das stimmt. Ich habe Leute aus Bayern gehört. Das war sehr schwer zu verstehen. Siehst du? Auch für Deutsche ist Deutsch manchmal schwierig. Also mach dir keine Sorgen. Okay, ich fühle mich jetzt besser. Wo kann ich mit Leuten sprechen üben? Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst zu einem Sprachtandem gehen. Das ist ein Treffen, wo Menschen Sprachen austauschen. Was bedeutet austauschen? Du sprichst Deutsch mit einem Deutschen und der Deutsche spricht Englisch mit dir. Ihr helft euch gegenseitig. Das ist brilliant. Wo finde ich solche Treffen? Im Internet. Es gibt viele Webseiten und Apps. Du kannst auch in deiner Stadt nach Sprachtandems suchen. Ich werde das heute Abend machen. Ich bin so motiviert. Das freut mich. Und hier ist noch ein wichtiger Tipp.
Hab keine Angst vor Stille. Stille, was meinst du? Wenn du nicht sofort antworten kannst, ist das okay. Sag, Moment, ich muss nachdenken. Oder, kannst du bitte wiederholen? Oh, das ist hilfreich. Ich dachte, ich muss sofort antworten. Nein, nein. Auch Deutsche machen Pausen. Das ist völlig normal. Nimm dir Zeit zum Denken. Das nimmt viel Druck weg. Danke, Adele. Gerne. Liebe Zuhörer, hier ist eine Frage für euch. Was ist eure größte Angst beim Deutschsprechen? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe noch eine Frage. Was mache ich, wenn ich ein Wort nicht kenne? Gute Frage. Du kannst das Wort umschreiben. Beschreibe, was du meinst. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, stell dir vor, du kennst das Wort Kühlschrank nicht. Du kannst sagen, das Ding in der Küche, wo das Essen kalt ist. Ah, clever. So kann ich trotzdem kommunizieren. Genau. Kommunikation ist wichtiger als perfekte Grammatik. Die Leute verstehen dich trotzdem. Das ist eine große Erleichterung. Ich habe immer gedacht, ich muss perfekt sein. Nein, niemand ist perfekt. Sogar ich mache manchmal Fehler und Deutsch ist meine Muttersprache. Wirklich, das macht mir Mut. Gut. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Je mehr du sprichst, desto einfacher wird es. Aber am Anfang ist es so schwer. Ja, am Anfang ist alles schwer. Fahrradfahren war auch schwer am Anfang, oder? Aber jetzt kannst du es ohne Nachdenken. Das ist wahr. Übung macht den Meister, sagen wir auf Englisch. Richtig. Und auf Deutsch sagen wir auch, Übung macht den Meister. Das ist ein deutsches Sprichwort. Oh, es ist das Gleiche, wie schön. Ja, viele Sprachen haben ähnliche Sprichwörter. Das zeigt, dass alle Menschen ähnlich denken. Das ist interessant. Adele, hast du noch mehr Tipps für unsere Zuhörer? Ja, hier ist ein wichtiger Tipp. Höre jeden Tag Deutsch. Unseren Podcast zum Beispiel. Natürlich. Wow, Spoken German ist perfekt dafür. Jeden Tag ein bisschen Deutsch hören. Und nicht nur Podcasts. Höre auch deutsche Musik. Schau deutsche Filme mit Untertiteln. Höre deutsche Radio. Aber ich verstehe nicht alles in Filmen. Das ist frustrierend. Das ist normal. Du musst nicht alles verstehen. Verstehe die Hauptidee, das reicht. Die Hauptidee, okay? Und die Untertitel helfen, oder? Ja, aber nicht zu viel. Benutze deutsche Untertitel, nicht englische. So lernst du mehr. Deutsche Untertitel, nicht englische. Notiert. Das ist ein guter Tipp. Und hier ist noch etwas. Lies laut. Wenn du einen deutschen Text hast, lies ihn laut vor, Laut lesen? Warum ist das wichtig? weil dein Mund die Bewegungen üben muss. Die deutsche Aussprache ist anders als die englische. Stimmt. Manche deutsche Laute sind sehr schwer für mich. Das CH zum Beispiel. Das CH ist für viele schwierig. Aber wenn du jeden Tag übst, wird es besser. Okay, ich werde jeden Tag laut lesen. Vielleicht 10 Minuten? 10 Minuten sind perfekt. Lieber jeden Tag 10 Minuten als einmal pro Woche eine Stunde. Warum? Eine Stunde ist doch mehr Zeit. Aber jeden Tag ist besser für dein Gehirn. Dein Gehirn braucht regelmäßiges Training, nicht nur manchmal. Ah, wie beim Sport. Jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal viel. Genau so. Du verstehst es perfekt, Peter. Danke, ich lerne so viel heute. Unsere Zuhörer sicher auch. Ich hoffe es. Liebe Zuhörer, welchen Tipp findet ihr am hilfreichsten? Schreibt es in die Kommentare. Adele, was denkst du über Apps zum Deutschlernen? Apps sind gut für Vokabeln und Grammatik, aber sie ersetzen nicht das echte Sprechen. Also soll ich Apps benutzen, aber auch mit echten Menschen sprechen? Ja, genau. Apps sind ein Werkzeug, aber du brauchst auch echte Konversation. Verstanden. Kombination ist der Schlüssel. Richtig. Und vergiss nicht, hab Spaß beim Lernen. Wenn du Spaß hast, lernst du besser. Spaß ist wichtig. Ich liebe es, deutsche Komödien zu schauen. Das ist super. Humor ist eine tolle Art zu lernen. Du lernst auch umgangssprachliches Deutsch. Umgangssprachlich? Was bedeutet das? Das bedeutet die normale Sprache, die Leute jeden Tag benutzen. Nicht die formale Sprache aus Büchern. Ah, wie Slang auf Englisch. Ähnlich, ja. Im echten Leben sprechen die Leute nicht wie in Lehrbüchern. Das ist wahr. Meine Lehrbücher sind manchmal so formal und steif. Deshalb sind Podcasts wie unserer so wichtig. Wir sprechen natürlich und alltagsnah. Das stimmt. Hier lernt man echtes Deutsch für echte Situationen. Genau.
Und jetzt, Peter, lass uns über deine Situation im Supermarkt sprechen. Was hättest du sagen können? Lass mich nachdenken. Die Frau hat gefragt, wo sind die Tomaten? Richtig, du hättest sagen können, din en den. Soleatkön, dort drüben oder da hinten. Ganz einfach. Dort drüben, das ist so einfach. Warum habe ich nicht daran gedacht? Weil du nervös warst. Aber jetzt weißt du es für das nächste Mal. Ja, nächstes Mal bin ich bereit. Ich werde nicht nur zeigen, ich werde sprechen. Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, macht euch auch bereit. Übt jeden Tag. Genau, denkt daran, Fehler sind okay, jeder macht Fehler. Sehr wichtig. Und noch etwas. Vergleicht euch nicht mit anderen. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Das ist ein guter Punkt. Manche Leute lernen schnell, manche langsam. Beides ist okay. Absolut. Der wichtigste Teil ist, gib nicht auf. Weitermachen ist der Schlüssel. Niemals aufgeben, jeden Tag ein kleiner Schritt. Perfekt gesagt, Peter. Und diese kleinen Schritte werden zu großen Erfolgen. Ja, heute kann ich vielleicht nur dort drüben sagen, aber morgen kann ich einen ganzen Satz sagen. Genau. Und in einem Jahr kannst du vielleicht eine ganze Konversation führen. Das ist mein Ziel. In einem Jahr will ich fließend sprechen. Das ist ein tolles Ziel. Mit harter Arbeit und Übung kannst du es schaffen. Danke für die Motivation, Adele, und danke an alle Zuhörer. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alle eure Kommentare. Wir lieben es, von euch zu hören. Und vergesst nicht, abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. Ja, jeden Tag gibt es neue Episoden zum Deutschlernen. Wir helfen euch, Schritt für Schritt besser zu werden. Also, liebe Zuhörer, hier ist eure Hausaufgabe für heute. Hausaufgabe? Das klingt ernst. Es ist nicht schwer. Sprecht heute 5 Minuten laut Deutsch, mit euch selbst oder mit jemandem. Das ist eine tolle Hausaufgabe. Und schreibt in die Kommentare, ich habe heute Deutsche gesprochen. Ja, wir wollen sehen, wer die Hausaufgabe macht. Und noch eine Frage für die Kommentare. Welche Situation macht euch beim Deutschsprechen am nervösesten? Gute Frage. Für mich war es der Supermarkt. Für euch vielleicht das Restaurant oder das Telefonieren? Telefonieren auf Deutsch ist wirklich schwer. Man kann die Person nicht sehen und die Körpersprache fehlt. Oh ja, Körpersprache hilft so viel beim Verstehen. Absolut, aber auch das kann man üben. Wie übt man Telefonieren? Du kannst mit einem Freund üben. Ruft euch gegenseitig an und sprecht nur Deutsch. Das ist eine gute Idee. So kann man in einer sicheren Umgebung üben. Genau. Mit einem Freund ist es nicht so stressig wie mit einem Fremden. Ich werde das versuchen. Ich habe einen Freund, der auch Deutsch lernt. Perfekt. Ihr könnt euch gegenseitig helfen und zusammen besser werden. Teamwork, zusammen lernen, ist motivierender. Sehr wahr. Lernen muss nicht einsam sein. Liebe Zuhörer, habt ihr Freunde, die auch Deutsch lernen? Lernt zusammen. Und wenn nicht, findet neue Freunde in Deutschkursen oder online. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die Deutsch lernen. Ihr seid nicht allein. Richtig. Millionen von Menschen lernen Deutsch. Das ist eine große Community. Eine Community, die sich gegenseitig unterstützt. Genau. Und Wow Spoken German ist ein Teil dieser Community. Wir sind hier, um euch zu helfen, jeden Tag mit jedem Podcast. Also, bevor wir uns verabschieden, noch ein letzter Tipp. Ja, der letzte, aber sehr wichtige Tipp. Seid geduldig mit euch selbst. Sprachenlernen braucht Zeit. Sehr wichtig, man wird nicht über Nacht fließend. Nein, es ist ein Marathon, kein Sprint. Ein Marathon. Ich mag diese Metapher. Langsam und stetig gewinnt das Rennen. Genau. Also, liebe Zuhörer, habt Geduld, übt jeden Tag und habt Spaß. Perfekte Zusammenfassung. Geduld, Übung, Spaß. Das sind die 3 Schlüssel zum Erfolg beim Deutschlernen. Schreibt sie auf. Geduld, Übung, Spaß. Und vergesst nicht, uns in den Kommentaren zu schreiben. Wir wollen von euren Erfahrungen hören. Eure Erfolge und eure Herausforderungen. Jede Geschichte hilft anderen Lernern. Wir lernen alle voneinander. Das ist das Schöne an dieser Community. Wir wachsen zusammen. So, Peter, ich denke, wir haben heute viel gute Information gegeben. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer fühlen sich jetzt motiviert und bereit zu sprechen. Ich bin sicher, sie sind es. Also, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen.
Schon? Die Zeit ist so schnell vergangen. Ja, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit schnell. Das stimmt. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören heute. Danke, dass ihr Teil von Wow Spoken German seid. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Thema. Bis morgen. Übt fleißig. Und habt keine Angst vor Fehlern. Macht weiter. Ihr schafft das. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Warte, Peter. Ich habe noch etwas vergessen. Oh, was denn? Wir müssen noch über eine sehr wichtige Sache sprechen. Die Aussprache. Die Aussprache. Ja, das ist auch eine große Herausforderung für mich. Für viele Lerner ist die Aussprache ein Grund, warum sie nicht sprechen wollen. Ich verstehe das. Ich habe Angst, dass die Leute mich nicht verstehen. Das ist eine häufige Angst. Aber ich sage dir etwas. Ein Akzent ist okay. Wirklich? Ich dachte, ich muss wie ein Deutscher klingen. Nein. Viele Deutsche haben selbst Akzente. Menschen aus Bayern klingen anders als Menschen aus Berlin. Das habe ich bemerkt. Die Unterschiede sind manchmal sehr groß. Genau. Also mach dir keine Sorgen über deinen Akzent. Das Wichtigste ist, dass man dich verstehen kann. Das ist beruhigend. Aber wie kann ich meine Aussprache trotzdem verbessern? Gute Frage. Der erste Schritt ist, höre genau zu. Achte auf die Laute. Die Laute? Meinst du die einzelnen Buchstaben? Ja, und die Kombinationen. Zum Beispiel das deutsche R ist sehr anders als das englische R. Oh ja, das deutsche R kommt aus dem Hals. Das ist schwer für mich. Es braucht Übung. Aber hier ist ein Trick. Übe vor dem Spiegel. Vor dem Spiegel? Warum? Weil du sehen kannst, wie dein Mund sich bewegt. Die Mundstellung ist sehr wichtig. Interessant. Ich habe nie daran gedacht. Ja. Für das deutsche Ü zum Beispiel musst du deine Lippen nach vorne schieben. Ü ist so schwer. Ich sage immer U stattdessen. Das ist normal. Aber übe es. Steh. Sag müde Tür. Tür über. Müde, Tür, über. Das ist schwierig, aber ich werde üben. Super. Und hier ist noch ein Tipp. Benutze YouTube. Es gibt viele Videos über deutsche Aussprache. YouTube, natürlich. Dort kann ich die Mundbewegungen sehen. Genau. Und du kannst die Videos pausieren und wiederholen, so oft du willst. Das ist perfekt für das Üben zu Hause. Absolut. Liebe Zuhörer, benutzt ihr YouTube zum Üben? Schreibt eure Lieblingskanäle in die Kommentare. Ja, teilt eure Ressourcen mit der Community. Und noch etwas über die Aussprache. Übertreibe am Anfang. Übertreiben? Was meinst du damit? Mache die Laute größer und deutlicher als normal. So trainierst du deinen Mund besser. Ah, verstehe. Wie ein Schauspieler, der laut und deutlich spricht. Genau so. Später, wenn du sicherer bist, wird es automatisch natürlicher. Das macht Sinn. Erst übertreiben, dann entspannen. Richtig. Und Peter, lass uns auch über das Tempo sprechen. Das Tempo? Meinst du, wie schnell ich spreche? Ja, viele Lerner denken, sie müssen schnell sprechen wie Muttersprachler. Ich auch. Ich versuche immer schnell zu sprechen und dann mache ich viele Fehler. Siehst du? Das ist das Problem. Langsam sprechen ist besser als schnell sprechen mit Fehlern. Aber klingt langsames Sprechen nicht komisch? Überhaupt nicht. Es zeigt, dass du nachdenkst. Das ist respektvoll. Ich habe das nie so gesehen. Ja. Und wenn du langsam sprichst, können die Leute dich besser verstehen. Das stimmt. Und ich mache weniger Fehler, wenn ich langsam spreche. Genau. Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit. Qualität über Geschwindigkeit. Ich merke mir das. Gut. Und jetzt ein sehr praktischer Tipp. Lerne ganze Phrasen, nicht nur einzelne Wörter. Ganze Phrasen? Kannst du ein Beispiel geben? Ja. Statt nur das Wort helfen zu lernen, lerne die ganze Phrase. Kann ich Ihnen helfen? Ah, so kann ich die Phrase sofort benutzen. Genau. Du musst nicht erst die Wörter zusammensetzen im Kopf. Das ist viel schneller und einfacher. Ja. Und es klingt natürlicher. Du sprichst wie ein echter Deutscher. Das will ich natürlich klingen. Dann lerne Phrasen. Für den Supermarkt, für das Restaurant, für die Arbeit. Ich werde anfangen, eine Liste von Phrasen zu machen. Sehr gut. Und liebe Zuhörer, macht ihr auch Listen? Welche Phrasen findet ihr am nützlichsten? Ja, teilt eure besten Phrasen in den Kommentaren. Wir alle können voneinander lernen. Eine große Phrasenliste für alle. Das ist eine tolle Idee. Community lernen. Und Peter, ich möchte noch über einen wichtigen Punkt sprechen. Die Körpersprache.
Körpersprache, aber das ist doch nicht Deutsch sprechen. Doch, Körpersprache ist ein Teil der Kommunikation, sehr wichtig. Wie kann Körpersprache mir beim Deutschsprechen helfen? Wenn du ein Wort nicht weißt, kannst du es zeigen. Mit deinen Händen, mit Gesten. Ah, wie ich es im Supermarkt gemacht habe mit den Tomaten. Genau. Das war nicht schlecht. Du hast trotzdem kommuniziert. Aber ich wollte sprechen, nicht nur zeigen. Ja, aber zeigen ist besser als gar nichts. Und oft kannst du zeigen und sprechen kombinieren. Kombinieren? Wie denn? Du zeigst auf die Tomaten und sagst, dort. So übst du sprechen und kommunizierst klar. Das ist clever. Doppelte Kommunikation. Richtig. Und die Leute verstehen dich besser, wenn du beide Methoden benutzt. Ich werde das nächste Mal beide Methoden benutzen. Super. Und noch etwas. Lächle, wenn du sprichst. Lächeln? Warum ist das wichtig? Weil ein Lächeln zeigt, dass du freundlich bist. Die Leute sind geduldiger mit dir. Das macht Sinn. Ein Lächeln öffnet Türen. Genau. Und es macht dich selbst entspannter. Stimmt. Wenn ich lächle, fühle ich mich weniger nervös. Siehst du? Ein einfacher Trick mit großer Wirkung. Ein Lächeln kostet nichts, aber bringt viel. Perfekt gesagt. Liebe Zuhörer, lächelt ihr, wenn ihr Deutsch sprecht? Probiert es aus. Es macht wirklich durch einen Unterschied. Und jetzt möchte ich über Selbstvertrauen sprechen. Selbstvertrauen, das brauche ich definitiv mehr. Viele Lerner haben kein Selbstvertrauen, aber das kann man aufbauen. Wie baut man Selbstvertrauen auf? Durch kleine Erfolge. Jedes Mal, wenn du etwas auf Deutsch sagst, ist das ein Erfolg. Auch wenn es nur ein Wort ist. Ja, auch ein Wort ist ein Erfolg. Feiere jeden kleinen Erfolg. Feiern, ist das nicht übertrieben? Nein, wenn du deine Erfolge feierst, motiviert dich das. Du willst mehr sprechen. Das ist psychologisch klug. Ja, positive Verstärkung funktioniert. Belohne dich selbst. Wie kann ich mich selbst belohnen? Einfach. Sag dir, gut gemacht. Oder kaufe dir etwas Schönes. Ein Eis nach einer erfolgreichen Konversation. Warum nicht? Das ist eine süße Belohnung. Ich mag diese Idee. Deutsch lernen wird leckerer. Genau. Lernen soll Spaß machen, nicht nur harte Arbeit sein. Spaß und Belohnung, das ist die richtige Einstellung. Absolut. Und hier ist noch etwas. Setze dir realistische Ziele. Realistische Ziele, was sind unrealistische Ziele? Zum Beispiel, in einem Monat perfekt Deutsch sprechen. Das ist unrealistisch. Oh, ich hatte genau dieses Ziel. Siehst du? Das ist zu viel Druck. Besser ist, in einem Monat 5 neue Phrasen benutzen. Das ist viel erreichbarer. Ja. Und wenn du dieses Ziel erreichst, fühlst du dich gut. Und dann setze ich mir ein neues Ziel. Genau. Schritt für Schritt, Ziel für Ziel. Das ist wie eine Treppe. Jede Stufe bringt mich höher. Perfekte Metapher. Eine Treppe zum Erfolg. Ich liebe es. Liebe Zuhörer, welche Ziele habt ihr euch gesetzt? Schreibt eure Ziele in die Kommentare und sagt uns, ob sie realistisch sind. Wir können euch helfen, gute Ziele zu setzen. Ja, zusammen können wir einen Plan für euren Erfolg machen. Wow, Spoken German ist mehr als ein Podcast. Wir sind eine Familie. Eine Lernfamilie. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich fühle mich schon Teil dieser Familie. Du bist Teil dieser Familie und alle unsere Zuhörer auch. Das ist so schön. Ich bin nicht alleine auf meiner Deutschreise. Nein, du bist nie alleine. Tausende von Menschen lernen mit dir. Das gibt mir so viel Kraft und Motivation. Gut, diese Motivation brauchst du jeden Tag. Jeden Tag ein bisschen Deutsch, das ist mein neues Motto. Ausgezeichnet. Wiederhole dieses Motto jeden Morgen. Ich werde es. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Perfekt. Und bevor wir uns wirklich verabschieden, noch eine letzte Sache. Eine letzte Sache, ich bin gespannt. Erinnere dich immer daran, warum lernst du Deutsch? Warum ich Deutsch lerne, das ist eine tiefe Frage. Ja, aber es ist wichtig. Dein Warum gibt dir Motivation an schwierigen Tagen. Das stimmt. Wenn ich mein Warum kenne, gebe ich nicht auf. Genau. Also, liebe Zuhörer, warum lernt ihr Deutsch? Ist es für die Arbeit, für Reisen, für die Liebe? Oder vielleicht für die Kultur, für die Literatur? Jeder hat seinen eigenen Grund und jeder Grund ist gültig. Absolut. Schreibt euer Warum in die Kommentare.
Und wenn ihr euer Warum vergesst, lest die Kommentare wieder. Das wird euch erinnern und neu motivieren. Wunderbare Idee. Die Community motiviert sich selbst. So funktioniert eine gute Community. Gegenseitige Unterstützung. Ich bin so dankbar für diese Community. Wir alle sind dankbar. Danke an jeden einzelnen Zuhörer. Ohne euch wäre Wow Spoken German nicht möglich. Ihr macht diesen Podcast besonders. Also von ganzem Herzen danke. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ist es wirklich Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ja, wir müssen uns verabschieden, aber wir sehen uns morgen wieder. Morgen mit einem neuen, spannenden Thema. Seid ihr bereit für morgen? Natürlich sind Sie bereit. Unsere Zuhörer sind die Besten. Die fleißigsten und motiviertesten Deutschlerner. Also macht eure Hausaufgabe. 5 Minuten Deutsch sprechen heute. Und vergesst nicht zu lächeln dabei. Lächeln, sprechen, lernen, Spaß haben. Das ist die perfekte Formel. Bis morgen, liebe Freunde. Auf Wiederhören. Macht weiter so. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Episode.